Stell dir vor, du stehst in einer Schlange. Es ist Januar 1992. Die Kälte dringt durch deinen Mantel. Du wartest seit 3 Stunden. Du wartest auf eine Akte, deine Akte. Und du fragst dich, was, wenn es jemand war, dem du blind vertraut hast? Nicht ein Fremder. Jemand aus deiner eigenen Familie. Eine Akte, die ohne dein Wissen seit Jahrzehnten über dich geführt wird. Das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, gegründet in der DDR im Jahr 1950, offiziell ein Geheimdienst, in Wirklichkeit das umfassendste Überwachungsinstrument in der Geschichte der Menschheit. 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter, 189.000 inoffizielle Informanten, gewöhnliche Bürger, die rekrutiert wurden, um ihre Nachbarn auszuspionieren, ihre Familien, ihre Freunde. Das bedeutet, dass in jedem Wohnhaus, in jeder Schule, in jeder Fabrik mindestens eine Person auf der Gehaltsliste der Stasi stand, Berichte abfasste, Gespräche aufzeichnete, notierte, wen du nachts besucht hast. 111 Kilometer. Das ist die Länge der physischen Dokumente, die die Stasi produziert hat. 111 Kilometer Papier, das das Privatleben gewöhnlicher Menschen dokumentiert. Wenn du jede Stasi-Akte stapeln würdest, würde der Stapel die Reiseflughöhe eines Verkehrsflugzeugs erreichen, 4-mal. Sie filmten durch Löcher in Wänden. Sie zeichneten durch Wanzen auf, die in Aschenbechern und Telefonhörern versteckt waren. Sie fotografierten Dokumente mit winzigen Kameras, die in Alltagsgegenständen verborgen waren. Und sie schrieben alles auf. Alles. Die Zeit, zu der du zur Arbeit gingst. Den Namen der Frau, mit der du auf dem Markt gesprochen hast. Ob du nervös schienst. Um das ins rechte Licht zu rücken. Die Nazi-Gestapo hatte einen Agenten für jeweils 2000 Menschen. Der sowjetische KGB hatte einen für jeweils 595. Die ostdeutsche Stasi hatte einen Agenten oder Informanten für jeweils 63 Bürger. Pro Kopf war es die invasivste Geheimpolizei in der modernen Geschichte. Keine Fiktion. Dokumentierte Tatsache. Jede Akte war ein Leben, reduziert auf Papier. Manche Akten waren dünn, einige Seiten, die einen kurzen Zeitraum von Interesse abdeckten. Andere waren tausende Seiten dick, 30 Jahre eines Lebens, vermerkt, gestempelt, abgelegt und weggeschlossen. Das Subjekt würde nie wissen, dass sie existierte. Bis zum 2. Januar 1992 2.750.000 Menschen. Jeder stand in einer Schlange wie der, die wir zu Beginn gesehen haben. Jeder wartete darauf zu erfahren, wer sie beobachtete und warum. Stell dir vor, du öffnest eine Akte. Du liest die erste Seite. Du erkennst die Details sofort. Ein Gespräch in deiner Küche. 1979. Deine Mutter saß dir gegenüber. Und du erfährst, sie hat jeden Brief, jeden Streit, jeden Zweifel in Berichte verwandelt. Nicht für Geld. Aus Angst. Aus dem Glauben, dass sie damit die Familie schützt.
Jeder Stasi-Informant erhielt einen Decknamen. In offiziellen Berichten wurde nie der echte Name verwendet. Aber die Akten enthielten auch Querverweisindexe. Und Forscher, die im Bundesarchiv arbeiteten, haben Fall um Fall dokumentiert, indem diese Decknamen schließlich echten Personen zugeordnet wurden. In einigen Fällen dem Ehemann des Opfers, ihrem Lehrer, ihrem Priester, ihrem besten Freund aus Kindertagen. Wer waren diese Informanten? Die Dokumente des Bundesarchivs zeigen, dass sie aus allen Lebensbereichen kamen. Fabrikarbeiter, Lehrer, Ärzte, Pastoren, Nachbarn. Die Stasi rekrutierte keine Monster, sie rekrutierten gewöhnliche Menschen durch Erpressung, durch Ideologie, durch Angst, durch finanzielle Verzweiflung und durch eine Waffe, die mächtiger war als alle anderen zusammen: das Versprechen von Sicherheit für ihre Familie. Ein dokumentierter Fall zeigt, wie tief der Verrat gehen konnte. Wolfgang Schnur war ein Anwalt in der DDR. Er verteidigte Dissidenten, politische Gefangene, Menschen, die die Stasi zum Schweigen bringen wollte. Diese Menschen vertrauten ihm mit ihrem Leben und ihren Geheimnissen. Im März 1990, kurz vor der ersten freien Wahl in der DDR, wurde in Dokumenten offenbart, dass Schnur seit Jahrzehnten ein Stasi-Informant gewesen war. Die Menschen, die er verteidigte, über sie hatte er gleichzeitig berichtet. Dies ist ein dokumentierter historischer Fakt, verifiziert vom Bundesarchiv. Die Forscher des Bundesarchivs, die daran arbeiteten, die geschredderten Dokumente zu rekonstruieren, fanden Muster, die sogar die erfahrensten Historiker schockierten. Netzwerke innerhalb von Netzwerken, Informanten, die von anderen Informanten beobachtet wurden, Menschen, die dachten, sie seien die Beobachter und entdeckten, dass sie auch die Beobachteten waren. Forscher des Max-Planck-Instituts dokumentierten ein Phänomen, das sie absichtliche Unkenntnis nannten. Viele Menschen, die jedes Recht hatten, ihre Stasi-Akte einzusehen, entschieden sich dagegen. Als sie gefragt wurden, warum, waren die Antworten in ihrer Einfachheit verheerend. Eine Person sagte: „Ich bin 67 Jahre alt. Ich bin seit 40 Jahren verheiratet. Ich möchte nicht herausfinden, dass die letzten 40 Jahre auf einer Lüge basierten. Ich möchte lieber nicht wissen." Die Entscheidung, eine Akte zu öffnen, war kein bürokratischer Akt. Es war eine der persönlichsten Entscheidungen, die ein Mensch treffen konnte. Und viele Menschen trafen sie allein, am Küchentisch sitzend, Hände auf der Akte, fragten sich: Bin ich bereit dafür? Bin ich bereit herauszufinden, wer ich wirklich war, für die Menschen, die ich am meisten liebte?
4. Dezember 1989. Die Berliner Mauer war erst vor wenigen Wochen gefallen. Die Bürger in der DDR erhielten die Nachricht, die Stasi zerstörte ihre Akten. Industrielle Aktenvernichter liefen rund um die Uhr. Büros verbrannten Dokumente. Was nicht geschreddert werden konnte, wurde von Hand in tausende Stücke gerissen. In Erfurt und in ganz Ostdeutschland taten gewöhnliche Bürger etwas Außergewöhnliches. Sie besetzten die Stasi-Büros. Und sie stoppten die Zerstörung. Ungefähr 16.000 Säcke mit geschredderten und zerrissenen Dokumenten wurden geborgen. 16.000 Säcke. Forscher schätzen, dass diese Fragmente, wenn sie vollständig rekonstruiert werden, 40 Millionen Dokumentseiten füllen könnten. Heute nutzt das Fraunhofer-Institut KI-gestützte Maschinen, um diese Teile zu rekonstruieren. Ein Aufwand, den sie auf 700 weitere Jahre schätzen, wenn es im aktuellen Tempo weitergeht. Und jede rekonstruierte Seite offenbart etwas Neues. Joachim Gauck wurde 1990 zum ersten Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ernannt. Ein Pastor aus Rostock, der selbst unter Stasi-Überwachung gelebt hatte, sprach sich für ein Prinzip über alle anderen aus. Jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Geschichte zu kennen. Sein Kampf führte direkt zum Stasi-Unterlagengesetz, das am 29. Dezember 1991 verabschiedet wurde. Und am 2. Januar 1992 öffneten die Archive zum ersten Mal für die Öffentlichkeit. Zwischen Januar 1992 und Dezember 2015 wurden über 7 Millionen Anträge auf Akteneinsicht gestellt. 7 Millionen Menschen. Jeder saß dort, wo diese Menschen saßen. Jeder blätterte durch Seiten, als wären es die gleichen Seiten. Und jeder verließ diesen Lesesaal mit etwas, das er nicht mitgebracht hatte. Heute ist das Stasi-Unterlagenarchiv Teil des Bundesarchivs. Es dient Forschern, Journalisten, Filmemachern, Lehrern und gewöhnlichen Bürgern, die noch Antworten suchen. Über 30 Jahre nach dem Fall der Mauer werden immer noch neue Anträge gestellt. Einige Menschen warteten Jahrzehnte, bevor sie sich bereit fühlten, die Akte zu öffnen. Einige sind erst jetzt bereit. Die Stasi hatte ein Programm mit einem klinischen Namen: Zersetzung. Es lässt sich grob als Zersetzung übersetzen. Sein Zweck war es, eine Person zu zerstören, ohne sie jemals zu berühren, ohne sie jemals festzunehmen. Die Stasi würde in das Zuhause eines Ziels eindringen, während es nicht da war. Sie würden Gegenstände bewegen, Möbel leicht umstellen, Fotografien durch ähnlich aussehende Fremde ersetzen, die Uhrzeiten auf Uhren ändern, Post öffnen, lesen, wieder verschließen und dabei schwache Spuren hinterlassen, dass etwas nicht stimmte. Die dokumentierten Auswirkungen, die im Bundesarchiv festgehalten sind, sind erschreckend.
Die Ziele berichteten von tiefgreifender Verwirrung. Sie fragten sich, ob sie den Verstand verlieren. Ehen endeten. Karrieren wurden durch anonyme Berichte an Arbeitgeber zerstört. Einige Menschen wurden zwangseinwiesen in psychiatrische Einrichtungen. Andere wurden in eine so vollständige soziale Isolation getrieben, dass sie niemanden mehr hatten, dem sie es erzählen konnten. Die Stasi nannte es einen Erfolg, wenn das Ziel, Zitat, abschaltete. Das ist dokumentiert. Das geschah mit Tausenden von Menschen. Unter den Dokumenten, die aus den 16.000 Säcken geborgen und rekonstruiert wurden, haben Forscher operative Pläne zur Zersetzung gefunden, detaillierte Anweisungen, die von Stasi-Offizieren verfasst wurden und genau festlegten, welche psychologischen Techniken gegen bestimmte namentlich genannte Personen eingesetzt werden sollten. Das sind keine Anschuldigungen. Das sind ihre eigenen Aufzeichnungen, in eigener Hand geschrieben, in ihrem eigenen Archiv abgelegt. Sie beschreiben, was sie taten und warum sie glaubten, dass es gerechtfertigt war. Wolfgang Templin, ein dokumentierter Dissident, dessen Fall in den offiziellen Bundesarchivunterlagen erscheint, wurde der Zersetzung unterzogen. Agenten brachen in sein Zuhause ein. Sie stellten seine Möbel um. Sie tauschten seine persönlichen Fotografien gegen Fotografien von Fremden, die leicht ähnlich aussahen. Sie wollten, dass er seine eigene Erinnerung in Frage stellte, seinen eigenen Verstand, nicht weil er ein Verbrechen begangen hatte, sondern weil er einen Brief geschrieben hatte, in dem er die Regierung kritisierte. Deutschland setzte einen Standard, dem seitdem weltweit gefolgt wurde. Länder, die aus autoritärer Herrschaft hervorgehen, in Osteuropa, in Südamerika, in Afrika, haben das deutsche Stasi-Unterlagengesetz als Vorlage für ihre eigenen Wahrheits- und Versöhnungsprozesse genutzt. Die Entscheidung, die in einem gefrorenen Winter 1991 in der DDR getroffen wurde, die Akten zu öffnen, hat geprägt, wie die Welt mit den Verbrechen von Überwachungsstaaten umgeht. Ein ehemaliger Stasi-Offizier, der nach der Wiedervereinigung sprach, machte eine Beobachtung, die Historikern im Gedächtnis geblieben ist. Er sagte, dass die heute verfügbaren Technologien, Smartphones, das Internet, Gesichtserkennung, Standortverfolgung, in seinen Worten, ein wahr gewordener Traum für die Stasi gewesen wären. Wo die Stasi Tausende menschlicher Informanten benötigte, um eine Stadt zu beobachten, kann ein einzelner moderner Server ein ganzes Land überwachen. Die Methoden ändern sich, der Impuls bleibt derselbe. ,75 Millionen Menschen standen in Schlangen wie dieser. Sie kamen im Winter, sie kamen im Sommer. Einige kamen 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Sie kamen, weil sie wissen mussten, nicht aus Rache, nicht für Rechtsstreitigkeiten, sondern weil ein Leben nicht vollständig gelebt werden kann, wenn man die Wahrheit darüber nicht kennt.
Stasi ist verschwunden. Am 31. Januar 1990 aufgelöst. Aber die Akten bleiben. Und jeden Tag, irgendwo in Deutschland, reicht jemand einen neuen Antrag ein, um seine Akte einzusehen. Jeden Tag setzt sich jemand an einen Lesetisch. Jeden Tag öffnet jemand eine Akte und liest die Wahrheit über das Leben, von dem er dachte, es sei privat. Über die Menschen, von denen er dachte, er kenne sie. Dies ist die Geschichte der geheimen Polizei der DDR. Eine Geschichte nicht von Monstern, sondern von System. Von gewöhnlichen Menschen, die Entscheidungen trafen, die das Leben anderer gewöhnlicher Menschen zerstörten. Von einer Regierung, die glaubte, das Recht zu haben, die Wahrheit über das Dasein ihrer Bürger zu besitzen. Die Stasi existiert nicht mehr. Aber die Frage, die sie aufwirft, wer das Recht hat, die Einzelheiten deines Privatlebens zu kennen, war nie relevanter als heute. Wenn dich diese Geschichte bewegt hat, wenn sie dich dazu gebracht hat, anders über Überwachung, Vertrauen oder das, wozu ein Staat fähig ist, nachzudenken, gibt es noch viel mehr zu entdecken. Beim nächsten Mal gehen wir tiefer in die Zersetzung. Das psychologische Zerstörungsprogramm der Stasi, das Tausende dauerhaft schädigte, ohne jemals eine einzige Festnahme vorzunehmen. Subscribe und komm wieder.